Mi nombre es Gino Rojas Medina, tengo 15 años y Ich heiße paso Gino la Rocha vida Medina, bin 15 estudiando, Jahre mis alt ratos und gehe in libres die 4. juego, partido un Sekundarschule. rato, converso In con mi meiner hermana, Freizeit juego spiele ich play, miro Fußball, tele, treffe lo mich que mit hacía Freunden, anteriormente una vez rede al mit día. meinen beiden Geschwistern, was man eben mit 15 Jahren so macht. Yo asisto a una iglesia metodista Comas 11, que se encuentra Am cerca a mi Sonntag domicilio. gehe ich in die Aunque methodistische antes se me Kirche. hacía un poco difícil, lo dejé de lado Die ist ganz in der Nähe von meinem porque Zuhause. Das ist pensé que ya praktisch. no tenía un motivo para el cual. Gino lebt in Comas, einem Stadtviertel von Lima. Lima ist die Hauptstadt Perus. Mitten in der Wüste leben hier rund 10 Millionen Menschen. Comas gehört zu den sozialen Brennpunkten der Stadt. Die Menschen, die hier wohnen, haben keine geregelte Arbeit. Mit Gelegenheitsjobs halten sie sich knapp über Wasser. Die schwierigen Verhältnisse prägen auch das Zusammenleben. Geringes Selbstwertgefühl, Alkoholismus und Gewalt sind weit verbreitet, auch unter Jugendlichen. Mitten in diesem Viertel liegt die Kirche Comas 11. Neben dem gemeinsamen Feiern ist der Kirche das soziale Engagement sehr wichtig. Mein Name ist Gustavo Usopetuzzi, ich bin hier Diakon. Wir sind eine kleine Gemeinde mit nur 24 Mitgliedern. Mit uns verbunden sind aber sehr viel mehr Menschen. Dazu gehören auch viele Kinder und Jugendliche, das finde ich besonders wichtig. Es gibt Jugendliche wie Gino, die haben hier ein zweites Zuhause gefunden. Am Anfang des Gottesdienstes wird viel gesungen. Die versammelte Gemeinde ist überschaubar, fast wie eine Familie. Da fällt es leichter, selber aktiv mitzumachen. Heute liest Gino Bibelstellen vor, über die der Pfarrer predigen wird. Es geht um Hoffnungen und Wünsche. Was hoffe ich? Was wünsche ich mir und meiner Familie? Die Gemeinde denkt darüber nach und hängt ihre Wünsche an diesen Baum. Den Jugendlichen ist die Musik ein großes Anliegen. Die alten Lieder gefallen ihnen nicht. Viel lieber haben sie moderne Musik. So hat sich die Gemeinde entschieden, dass im Gottesdienst neue Lieder gesungen werden. Ich bin Paulo Yango, der Pfarrer dieser Gemeinde. In den Familien, die in unserem Viertel leben, gibt es viel Gewalt. Die Jugendlichen halten es zu Hause oft nicht mehr aus. Sie hängen auf der Straße rum. Da wollen wir eine Alternative bieten. Unsere Gemeinde soll ein Ort sein, an dem alle willkommen sind und echte Freundschaft erleben können. Por eso tu misericordia, Señor, es tan grande que mueve todas nuestras acciones para llevar adelante, Señor, este. Gino hat sich entschieden, der Gemeinde beizutreten und sich taufen zu lassen. Heute beginnt die Vorbereitungszeit, die 2 Jahre dauern wird. Gino empfängt dafür den Segen. Gottesdienst heißt für mich, dass ich auf neue Gedanken komme. Ich will meine Talente nutzen und meinen eigenen Weg gehen. Der Gottesdienst hilft mir dabei, da bin ich mir sicher. Pero si uno va al culto, aprende y sabe escoger mejor sus oportunidades y sus acciones que va a realizar. Nach rund einer Stunde geht der Gottesdienst zu Ende. Die Gemeinde fällt sich in die Arme, ein
Lo que más me gusta de estos cultos es la forma en que se comparte como si fuera una familia. Am besten gefällt mir am Gottesdienst, dass ich Teil einer Familie bin. Wir gehen wie eine Familie miteinander um. Der Pfarrer ist so etwas wie mein Vater. Er nimmt mich mit auf einen Weg, der gut für mich ist.